Es freut mich, dass ihr auch heute dabei seid. Im 4. Teil der Serie möchte ich euch über die Nachzucht bei den Zebrafinken berichten. Die Vermehrung ist zwar nicht das Ziel, aber die Freude ist groß, wenn ein Jungtier schlüpft. Und so geht es heute um Fipsi, dessen Heranwachsen ich mit der Kamera festhalte. Ein spannender Augenblick, wenn die Eltern das Ausfliegen der Brut erwarten. Aber langsam, einfach alles der Reihe nach. Eines Morgens ist es nicht zu überhören. Die kurze Prüfung bestätigt den Verdacht, ein Jungtier ist geschlüpft. Da es gut von den Eltern versorgt wird, wächst es schnell heran. Die Federn sprießen und der Kropf ist immer voll. Kein Wunder, dass der Nachwuchs einem richtigen Vogel immer ähnlicher wird. Auch die Kids sind neugierig. Oma, guck! Ein Babyschubel. Zum Anschauen hole ich es kurz heraus. Per Enkelentscheid wird das Jungtier jetzt Fipsi getauft und huscht dann wie eine kleine Maus zurück in den Kasten. Unsere Enkel sind begeistert. Die Tage gehen ins Land, das Leben in der Voliere geht weiter und auch Fussel ist entspannt. Doch es tut sich was, denn Fipsi hat sich prächtig entwickelt. Immer öfter ist er an der Nistkastenöffnung zu sehen. Ein letztes Mal lässt sich Mama erreichen und schlüpft in den Kasten, um ihn zu füttern. Aber damit ist jetzt Schluss. Da hilft kein Betteln, die Eltern erwarten, dass Fipsi den heimeligen Nistkasten verlässt. Sie locken ihn immer wieder. Aber Fipsi zögert noch. Mit allen Tricks arbeiten sie und so schaffen sie es irgendwann. Fipsi hat den Schritt in die große Welt gewagt. Und der Kameramann hat gepennt. Das neue Umfeld stellt ganz besondere Herausforderungen an Fipsi. Orientieren, andere Vögel kennenlernen und natürlich perfekte Flugmanöver nach Zebrafinkenart trainieren, all das ist jetzt angesagt. Aufopferungsvoll kümmern sich die Eltern auch jetzt noch um das einzige Jungtier. Das fällt nicht schwer, immerhin ist der Tisch in der Voliere reichlich gedeckt. Flügge gewordene Zebrafinken sind wie Weibchen fast zeichnungslos. Nur am schwarzen Schnabel kann man sie als Jungtier erkennen. Doch ein neugieriges Menschen scheint dies nicht zu begreifen. Es tanzt um Fipsi herum und versucht es mit einer Paarung. Aber Fipsi wehrt sich erfolgreich und hat sich Respekt verschafft. Dann greift auch gleich noch der Herr Papa ein und verjagt den Fiesling. Nach diesem ersten großen Abenteuer bringt der kleine Jungvogel erst einmal sein Gefieder in Ordnung. All das hat ihn offensichtlich angestrengt. Fipsi schläft ein. Bereits am 2. Tag ist Fipsi sicherer unterwegs.
Die Voliere wird neugierig erkundet, ohne zu vergessen, zwischendurch immer wieder mal einen kleinen Snack zu erbetteln. So geht die Zeit dahin und der kleine Zebrafink wird langsam erwachsen. Fipsi lernt es souverän mit den anderen Vögeln umzugehen und beteiligt sich immer mehr an dem bunten Treiben. Viel wichtiger aber, Fipsi lernt es, unabhängig zu werden und alleine zu fressen. Neben all diesen neu hinzugewonnenen Fähigkeiten färbt sich Fipsis Schnabel allmählich in das typische Rot der Zebrafinken um. Natürlich gehört die Untersuchung der täglichen Grünzeuggabe jetzt auch zu seinem Tagesgeschäft. Die Entwicklung läuft bestens, ein freundliches neues Mitglied der Vogeltruppe ist angekommen. Bin ich bis hierhin im Zweifel, welches Geschlecht Fipsi wohl haben mag, ist dies mit 3 Wochen restlos klar. Fipsi ist ein Männchen. In einer geräumigen Voliere sind Zebrafinken sehr verträglich. Trotzdem gibt es immer wieder harmlose Scharmützel. Fipsi zeigt sich den anderen gegenüber völlig ebenbürtig und rupft dem Kollegen auch mal eine Feder aus. An Selbstbewusstsein jedenfalls mangelt's ihm nicht. Mit 10 Wochen ist Fipsi völlig ausgefärbt und kaum noch von den anderen Menschen zu unterscheiden. Er beherrscht alles zum Leben Erforderliche, also auch die Apfelscheibe kennt er schon. So, das soll es für heute gewesen sein. Hier nochmal im Schnelldurchlauf rückwärts die Entwicklung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei Teil 5 wieder dabei.